Wo bist du denn? Ah, da bist du. Geh mal in ein Haus rein, geh mal. Hast du Joey gesagt? Boah. Oh, ich hab doch abgeschossen. Oh, hab so fast deine Sachen aufgesammelt, fast. Sag mal, Emilia. Mama. Ich versuche es auch zu sagen. Sag mal, Emilia. Sag mal, Emilia. Zoe sagt auch Emilia. Wo bist du? Keine Ahnung, wo dein Loot war. Ja, Ja. Ah, da bist du. kann man was abbauen. Ja, ich seh's. Warte, ich baue das ab, das hat 1000 hier. Ich bin. Drücken! Ja, Digga. Ja, macht der Joey auch, dass du machst mit ihm nach. Ja. Dann steht auf dem Sofa, der Joey hat gerade so umgesetzt. Komm her, Bo. Ey! Mama! Döner. Was denn jetzt? Natürlich, ich bin noch voll. Mama, was denn jetzt? Oh, hier liegen. Ey, die Bombe einfach. Ich hab auch so. Mein Loot. Unten. Wo bist du? Oben. Ah, scheiße, ich bin runtergefallen jetzt. Ja, die Mama hat eben erzählt im Wald. Hab einen Revolver gefunden, einen grünen. Ja. Ah! Ich bin low. Junge! Ja. 8 HP, schnell abhauen, schnell runter. Es laggt. Egal. Ah, ich darf dein Loot nicht aufsammeln. Nein!
Weil immer wenn ich kommt diese Musik. Du, 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 du. Ja, also wir haben zu Hause immer die Augen. Boah, Arne, wo bist du jetzt? Egal, im Haus. Ah, guck mal, die Luki ist im Wohnzimmer, der Joey geht jetzt in ihr Zimmer. Der macht doch die Türen auf. Der kommt seit gestern an die Tür. Acht HP habe ich. Digga, wo bist du? Und dein Haus. Guck mal, der Frank schläft. Guck mal. Ich schlaf überhaupt nicht. 14 AP, da hinten ist ein Lama. Ich geb das schnell einen Headshot. Headshot. Ich habe 8 HP. Warte, ich kill das Lama. Okay. Oh, das hat 1000 Leben. Dann geht der Joey auch mit rein. Nein, Mann. Was? Immer, was denn jetzt? Mama. 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 Eisfall ist oben und Rest sind Mama. runtergefallen. Mama. Natürlich. Unten, Ja, Mama, was denn jetzt Socken? Oh, gut. unten sind fast alle. Nee. Nee. Oh. Wo ist mein Loot? Unten ist runtergefallen. Oh, das ist auch vertiltet. Der restliche Loot. Na, boah, weiter. Nur ein Sniper-Schuss. Es laggt. Ist der Tilt kaum? No. Wo gehst du hin? Ich hab dich zweimal gehittet. Hier unter dir ist ein Lama, ne? Schnell geiern. Unter dir ist ja Lama. Kappa. Es laggt. Lebst du noch? Hacker. Hast du gerade hackt? Du lebst.
Hier liegt eine P90 und eine Scar. Black. Das war lustig gestern Morgen. Wer steht drauf? Ja, wo ist mein Loot? Oh, unten. Der geht da einfach mal. Wo du gestorben bist, ist doch dein Loot. Okay, chill. 2 HP. Es laggt. Was? Ja, Papa schlägt. Nase leider. Wie viel Kills hast du? 12. Ich hab gleich 30. Noch ein Kill. Tschüss. Okay, jetzt mach ich ernst. Ich mach so ernst, wie ich noch nie ernst gemacht habe. Okay. Ich hab eh so 2 HP. Juckt mich. Okay. Ja, wenn er 6 einschlägt oder 5, legt er das Spiel vor. Dann kannst du ja den abwenden. Ja, kann nichts machen. Ich will mir ein bisschen pumpen. Die Hälfte wieder. Aber schieß dich mal! Mann, warum gibst du mir meinen Headshot? Weil ich der Beste bin. Du weißt nicht, wo ich bin. Ja, ein HP, ein HP. So. Hackte doch. Hat einfach 59 HP. 58. Warum 58? Ja, ja kaum. Das nicht. Ich weiß. Weg. Ja. 3 HP, wieder weggegangen. Ja, gönn dir. Ich hab jetzt 600 Kills. Kappa. Ey, was trinkst du da? Nix. Geh weg. Geh mal weg von mir. Was trinkst du da? Geh weg. Hallo, gib meinen Fallschirm. Nimm ich meinen Fallschirm wieder zurück.
Warum hast du mich gerade gekillt? Ja, aber. Ehrenlos. Hä, du hast mich abgeschossen. Was? Ich bin auf dem Baum gelandet. Gerade, Fleischbällchen. Nicht. Nur es gibt einfach meine Pump. Ich hab deine Pump nicht. Wo bist du jetzt? Dein Pump liegt doch da. Irgendwo. Wo denn? Zeig. Er wird mich verarschen. Ich hab meinen Loot aufgehoben. Nein, ich Ja. hab sie nicht. Wallah. Wo denn? Zeig. Ich gebe dir den. Wo bist du? Ja. Verarschen. Okay, bin wieder hier. Zeig deine ganzen Waffen. Hm? Zeig deine ganzen Waffen. Drop alles. Das. Ja. Ich hab deine Farben noch nicht mal. Ehrenlos. Okay, jetzt mach ich auch ehrenlos. Jetzt kill ich dich einfach. Jetzt hol ich meine. Nein. Hat er wieder mein Jumppad geklaut? Na, hat er gerade mal. Hat er alles. Der klaut alles. Ah, jetzt reicht's mir. Mann. Klaut einfach meinen Fallschirm. Mann, ich wollte die Sniper-Muni nicht aufheben. Warte, was? Ach. Oh. Meine Pump jetzt her. Ich hab deinen Pump nicht. Jetzt will er mich verarschen. Nee. Gib jetzt meine Pump. Ja, lügt nicht. Wo bist du? Junge, sag dir, wo du bist, du kennst mich. Ich kann nicht. Ach da, oh fuck. Mann, ich hab keinen Bock mehr mit dir. Du Hacker. Ja, du hast deinen Pump, du lügst aber ich glaub dir nicht mehr. Ich hatte keine Pump. Kappa, Aber das war Fake und das war nicht meine. Kappa. Junge, bleib jetzt, Junge, geh nicht mehr, das hau nicht ab. Wieder abhaust, Junge. Ja, renn schön weiter. Ja, ich muss viel suchen. Ich bin low. Ein Internet geht nicht. Mann. Scheiße hier. Ah ja. Ja. Junge, ich bin gerade geflogen, Digga. Ich konnte da nicht runter. Aua. Okay. Ja, mir lag's. Erdung. Man hätte meine Loot behalten, Junge. Ich wäre direkt geflogen. Hör jetzt auf! Wo bist du? Oben. Kappa. Wo denn oben? Wollte ich mitnehmen? Doch, von wo? Ah. War der Flyer. Lass mich doch in Ruhe. Ja. Ja, klaut der alles. Mein Fallschirm klaut der mal. Warum klaust du mein Fallschirm? Das ist jetzt meiner. Nein, ich will abhauen. Ja, ist gut abgehauen. Ich hol mir so wieder zurück.
Alter, gib mein Fallschirm her. Das ist meiner. Das ist meiner. Fallschirm. Du hast geklaut. Du klaust doch ganze Zeit von mir. Ja, ja, Junge, jetzt bleib da stehen. Hau nicht wieder ab, Junge. Ich hab keinen Bock immer, dich hier zu ja. suchen. Ich muss auf. Okay. So. Ja, alles geil dann erstmal. Ja Leute, ich habe gewonnen. Habt ihr gesehen? 7. Ja. Erstmal räume ich mein Zimmer auf, Leute. Dann bis gleich, Leute. And shots being fired, you'll see teams go for the ever so advantageous high ground, where they can tunnel very cheaply and have the most opportunity on the rest of the server for elimination, as they have the top-down view. You'll also see teams call out the need to find a good layer, which is away from other players, both above, below, and horizontally from you. You'll see teams desperate for the extra materials to last them through to the full zone closure, going for impact eliminations, where they can top off on resources and power weaponry of their fallen opponents. So, whether you're watching or you're joining us on the field, take stock in the stage of the game. The early game, when you're trying to get the best possible loot while it's still available. The mid game, where you're balancing positioning while maintaining what you built during the early game. And finally, the end game, where you spend all the advantages you set yourself up with to earn the victory royale. Use this to form your game plan in order to earn as many series points weekend after weekend. And maybe next time, we'll be watching and highlighting your top plays. This was BallaTW, and I'll see you in game. Hey guys, Shadow Wager here, bringing you a breakdown on one of the most dynamic, flexible, and clutch items every trio is utilizing in the Fortnite Champions Series, the Shockwave Grenade. We're going to be taking a look at some of the basics on how it's used and misused at crucial moments in the game, and how to adapt and play against them towards the end game. To get started, let's get a refresher on what shockwaves are and some of the basics of using them. Shockwave grenades are a utility item that drop in stacks of 2, with a maximum stack size of 6. When thrown, the shockwave launches anyone within its tile-and-a-half radius far distances, destroying builds in the process, with the added protection from fall damage for the players who use them. The most effective way to gain maximum distance is to time your jump well with a shockwave right below you, angling yourself above it for higher vertical movement, or towards the side of it in midair for horizontal coverage. If you do use a shockwave to rotate through builds late game, you will only be able to go through about 5 layers of wood, brick, or metal before you come to a stop. When going for height, if you don't get stopped by any opposing player's builds at all, you can reach upwards of 7.5 tiles in height, giving anyone above you a surprise and changing both yours and your enemy's game plan in a split second. Although really easy to understand and use individually, once entering the atmosphere of trios and teamwork, the use of shockwaves enters a whole new dimension. There are deciding factors in win conditions if used properly, allowing for easy positioning and rotations. Using them and sticking together after the landing is efficient and gets your whole trio online, ready to fire at a faster rate compared to the rest of the competition. Saving these grenades for later use brings an element of surprise as well, and a level of shock to the whole server. Looking at 8th and 9th zones with densely packed endgames, vertical shockwaves make high ground and mid ground layers crumble, and give patient trios and surviving solos a way to counter long tarps and bases towering above them. Facing off against 3 players usually proves fatal though, as you are vulnerable throughout your whole flight and easily targeted by the trio you're trying to attack. Turbo building walls on the way up from your shockwave can work against this though, but gives your newfound height poor foundation, easily shot out and focused from below. Panicking with shockwaves in your own box and misusing them is always an irreversible mistake during the game, giving you poor positioning split away from your trio, costing you building resources,
or ultimately you and your teammates their entire health and shield pool if used at the absolute incorrect moment. To counteract the chaos from shockwaves, new and clean strategies are put in place to negate the negatives and potential mishaps in certain situations. When going for height, separately boxing up before using the shockwaves and going for height then allows you to have power in numbers as 3 players get a vertical rotation together, overwhelming the competition. Discovering new positioning and shockwave throwing angles and targets within your box might keep your trio and teammates closer together when using one shockwave to rotate, saving crucial mats and attracting less attention during your mid-game rotations. You also save your total shockwave count by doing this, allowing for more opportunities to challenge high ground, grief low ground in the endgame, or rotate in mid-game. Countermeasures can be taken too, such as keeping a teammate higher than normal, multiple layers above you, as in the event of a vertical shockwave, you still have someone up high who can rain down retake. Keeping your own shockwaves handy is a way to counter anyone taking height off of you as well. But if both trios play mind games and the circle gets smaller, and smaller, the more likely a chance there is for a messy, repeat shockwave circus happening all at the same time. Player after player gets sent flying in the sky, with teammates all getting sent around in and out of the storm, off their sharp layers, and splits costing your trio more mats and resources than normal. Identifying these mistakes, staying in your lane, and watching teams move is a good way to anticipate and prevent disaster from striking before it happens. Although an item overlooked as simple mobility at first, separates the good players from the great, and practicing, reviewing, and watching how plays are set up before they happen is a good way to keep in the loop, improve on mistakes, and get better retakes on height when using one of the most versatile items in the game. Keep your team's position in mind while breaking, jumping, and blasting into the air until you get it just right, and who knows, maybe you can have Hab schnell gemacht für euch. Boah. Abdurrahman. Alhamdulillah. Você dava qual? We're going to be hopping into Heat 2 Match 1 of the Middle East region. Ja, Digga. Ich hab verstanden, Digga. Oh Leute, ich zock schon 7 Stunden und hab schon ein paar 7 Stunden, Leute. Ich habe gesagt, ich zocke so die nachts bis 3 ganze Zeit. Ich glaube bis 2 Tage, 3 Tage
suchte ich einfach, Leute. Ich muss einfach den Battle Pass, ich muss einfach Level 80 sein oder 90. Deswegen muss ich suchten, Leute. Ich muss Level 100 sein. Ich war nie, fast Level, immer wenn ich andere Team war fast Level 100. Aber Season war schnell rum. Ja, groß. Drama Queen, kriegst du meine Nummer, Girl? Ich bin heute Bitch. Einfach nur großzügig. Ich bin gut. Kühlert. Oh Mann, ich bin voll cool, Alter. Ahmed ist so. Es leckt, Leute. Ja, wir haben schon Farm, Digga. Nein, Digga.
Das ist aber der beste, der. Jetzt sag gleich du, Solo meinte ich. Na, schaffe gleich schon Weg-Modus an. Ich will das erstmal schaffen. Ich passe gerade nicht auf, weil ich gerade meinen Controller habe. Nein. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr.
Ja, es lag schon wieder. Ich mach gleich andere. Es lag so komplett, Digga. Juckt mich aber nicht. Oh, auf welche Störung soll ich machen? Auf welche? Mach einfach Automal. Oh, was wollen die alle? Ne, jetzt krieg ich Aggression. Ich lösche gleich alle als Empfang. Was willst du? Ich hätte gerade so, dass ich keinen Bock auf die habe. Ich will mal alleine zocken. Solo gegen Scott. Leute, hab keinen Bock mehr. Left, einfach neu starten. Einfach Fortnite neu starten, Leute. Einfach neu. Neu starten. Ich starte Fortnite und dann noch den gleichen neuen Leute. Bis gleich.